Ho, ho, ho! Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und horch, von draußen komme ich her. Horch. Warum sagt man eigentlich in dieser Jahreszeit immer, horch, von draußen komme ich her? Egal, horch ist ein tolles Stichwort, denn ich habe da noch was von Kobi, nämlich den 1937er Horch 901, das Kfz 15, das Kobi Z 22 5.6, den Einheits-Pkw vom Deutschen Afrika-Korps. Und ich finde, im Winter darf man sich mal ruhig gen Afrika träumen. Und jetzt würde ich sagen, horch, von draußen komme ich her, kommt mit auf meinen Bautisch, es klemmet gleich sehr. Ja, Freunde, da haben wir unser Kobi Z 2256, den 1937er Horch 901, das Kfz 15 vom Deutschen Afrika-Korps, das Kobi Z 2256, 178 Steinchen und eine Minifigur hier in meiner Hand, natürlich aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:35. Noch das alte Verpackungsdesign, Set liegt schon länger bei mir. Schauen wir uns die Rückseite einmal an. Da haben wir hier unseren Deutschen Afrika-Korps Fahrer, heißt er hier. Wir haben das Typenschild auf diesem Slope, wir haben ein Originalfoto. Wir sehen die Rückseite hier mit Prints, ja alles Prints in letzter Zeit. Die MP40, die der Fahrer in der Hand hält, und die Fakten. Die bekommt ihr aber später noch mal von mir. Hier seht ihr auch noch mal von der Seite das Fahrzeug und natürlich ganz wichtig, hier Pad Printed, was ich euch gesagt habe. Wir haben eine Minifigur, denn sonst wäre es kein Klemmerstein, Karton, und wir sehen, das Fahrzeug wird 5 cm hoch und 13 cm breit. Ja, schauen wir uns nun einmal an, was sich hier in diesem Karton verbirgt. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons hier in meiner Hand. Ich lasse mal fallen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tütchen. Eine Anleitung, natürlich klammergebunden, hier in so einer Art DIN A5 Format. 178 Steinchen habe ich euch gesagt. Ab 8 Jahren, traurige Zwiebel, ein Löwe, Captain Planet, ein Mann, der Pfeile schießt und so weiter und so fort. Rückseite hier mit dem Talk To, habe ich euch schon vorgestellt, findet ihr oben auf dem i. Und natürlich hier diese Sammelkarte. Kobi-Anleitungen wie folgt. Bauschritte haben wir hier von 1 bis wir fertig sind. Und zwar ist das hier der Baustep 32. Wir haben keine Seitenzahlen, wir haben nur diese Bausteps, haben auch keine Typengruppierungen, weil wir hier nur die Tüten haben. Und deswegen haben wir hier gleich den Anfang und legen los. Was wir bauen, ist farblich. Was gebaut wurde, ist grau hinterlegt. Pfeile weisen uns den Weg. In diesen grünen, beigen Rahmen sehen wir die Steine, die wir brauchen. Und hier die Pfeile, damit wir sehen, wo wir es anklemmen. Oder hier ab und zu drehen wir es auch. Ab und zu gibt es auch hier so Anleghilfen. Ja, Freunde, euch viel Spaß natürlich jetzt bei den Fakten wie immer und mir beim Bauen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über den Einheits-Pkw, den Kfz-Wagen 15 bzw. den Horch 901. Und wenn ich etwas nasal klinge, dann hat das nichts mit weißem Puder zu tun, sondern ich bin gerade genesen an einer sehr heftigen Grippe. Aber es soll nicht um mich gehen, es soll um dieses Fahrzeug gehen. Der Horch 901 war ein mittlerer geländergängiger Einheits-Pkw für die Wehrmacht, der 1935 bzw. 1936 nach Vorgabe des Heerenwaffenamtes mit Einzelradaufhängung und Allradantrieb im Zwickauer Werk Horch der Auto-Union entwickelt wurde. Die Motorisierung von Reichswehr und Wehrmacht wurde anfänglich vor allem durch die Beschaffung ziviler Pkw-Modelle unterschiedlicher Hersteller und Baumuster getragen, die für den militärischen Einsatz dann modifiziert wurden. Im Jahr 1933 wurde eine Klassifizierung der vorhandenen Fahrzeuge durchgeführt. Leichte Pkw bis 1,5 Liter Hubraum, mittlere Pkw 1,5 Liter bis 3 Liter Hubraum und schwere Pkw mit über 3 Liter Hubraum. Schon 1934 fiel die Entscheidung, zukünftig diese Klassen mit speziellen militärischen Fahrgestellen zu ersetzen. Die offene Ausführung der Wehrmacht ab dem Jahre 1935 zielte deshalb auf die Ausstattung der motorisierten Einheiten mit neuen Fahrzeugen. Denn zu einem genügten die vorhandenen Fahrzeuge in Bezug auf die Geländegängigkeit und Haltbarkeit den militärischen Ansprüchen nicht, und zum anderen war durch die Vielzahl von Herstellern und Modellen, oft sogar verschiedene Entwicklungsstufen eines Modells, die Versorgung mit Ersatzteilen logistisch sehr aufwendig.
Nach der Machtübergreifung der NSDAP standen die finanziellen Mittel für die Motorisierung reichlicher zur Verfügung und ab 1934 wurde ein Entwicklungsprogramm für Einheitsfahrzeugstelle angestoßen. Angestrebt wurde dabei höchstmögliche Geländegängigkeit, weitgehende Vereinheitlichung der Teile und die Anwendung neuester kraftfahrzeugtechnischer Entwicklungen, um die Fahrzeuge über einen langen Zeitraum ohne Änderung von Teilen produzieren zu können. Der mittlere Einheits-Pkw der deutschen Wehrmacht wurde als konservativer Entwurf angelegt, bei dem auf technisch überkomplizierte Fahrwerkstechnik verzichtet wurde. Deshalb verfügte dieses Fahrzeug nie über eine Allradlenkung. Die eigentlich vorgesehene Standardisierung wurde bereits bei der Einführung des Typs 40 im Hinblick auf die Motorisierung aufgegeben, denn in diesem Modell kamen sowohl bei Wanderer als auch bei Opel selbst die gut verfügbaren Opel-Motoren zum Einsatz, während Horch weiterhin seinen eigenen Motor einbaute. Zwischen 1937 und 1943 lieferte Horch 14.911 Fahrzeuge aus, die mit zwei verschiedenen 8-Zylinder V-Motoren bestückt waren. Anfangs eine 80 PS starke Version mit 3,5 Liter Hubraum aus dem zivilen Typ Horch 830 bzw. 39, spätere Wagen hatten einen 3,8 Liter Motor mit 90 PS. Im gleichen Zeitraum fertigte das ebenfalls zur Auto-Union-Konzern gehörende Werk Sigma, das ehemalige Wandererwerk, ca. 16.000 Fahrzeuge als Wanderer 901 mit Horch V8 Motor und Opel Blitz 6-Zylinder-Reihenmotoren mit einer Leistung von 75 PS. Als Lizenzbau stellte das Opel-Werk Brandenburg zwischen 1938 und 1943 mindestens 3.860 mittelschwere Einheits-Pkw mit Opel 6-Zylinder-Motoren her. Dieser Fahrzeugtyp wurde als Opel-Typ MPI bezeichnet. Angesichts verhältnishoher Produktionszahlen handelt es sich um ein während des Zweiten Weltkrieges häufig fotografiertes Fahrzeug. Seine Verwendung bildet den typischen Bedarf einer Armee dieser Zeit bei geländefähigen Personenkraftwagen dar. Die deutsche Wehrmacht schlüsselte die unterschiedlichen ausgestatteten Fahrzeuge mittels eigener Kraftfahrzeugnummern auf. Das Kfz-12 war ein mittlerer geländegängiger Personenkraftwagen. Das Kfz-15, was ich hier baue, war ein Nachrichtenkraftwagen für Telefonie und Funk. Kfz-16 war ein mittlerer Messtruppwagen für Licht- und Schallmessung der Artillerie. Das Kfz-16-1 war ein Vorwarnerkraftwagen, auch mit Licht- und Schallmessung für die Artillerie. Und das Kfz-17 war ein Fernsprechbetriebswagen, Telefonie, geschlossener Kofferaufbau, Funkkraftwagen, funkgeschlossener Kofferaufbau, Rundfunkaufnahmekraftwagen 20 Stück von 1940 gebaut und ein Kabelmesskraftwagen 12 Stück 1941 gebaut. Das Kfz 17-1 war auch ein Funkkraftwagen mit einem Kurbelmast. Das Kfz 21 war ein schwerer geländegängiger Personenkraftwagen für Kommandeure sowie eine Sonderkarosserie für Kommandeure, ca. 100 Stück wurden davon gebaut. Die Fertigung der Einheits-Pkw wurde 1943 aufgegeben. Die vielseitigen Mannschaftswagen Mercedes-Benz L 1500 SA und der Steyr 1500A, die zudem eine höhere Nutzlast hatten, ersetzten diese in den Planstellen der Verbände. Das Fahrzeug hier hat ein Kennzeichen, das es eigentlich so vielleicht da gar nicht geben dürfte in Afrika. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Das WH steht ja für Wehrmacht und das Kennzeichen 248792 lässt auf ein Fahrzeug aus dem Wehrkreis Magdeburg schließen, denn dort gab es Kennzeichennummern von 140.000 bis 150.000 und von 240.000 bis 249.999. Ja, Freunde, das waren jetzt viele Fakten für dieses kleine Set, finde ich aber wichtig, denn ihr wisst ja, jedes Set hat eine Geschichte und ich erzähle sie euch. Viel Spaß, nun aber beim eigentlichen Review. Nach 25 Minuten haben wir unser Kobi-Set 2256 fertig. Nicht ganz, eigentlich sind es ein paar Minuten mehr, denn ich habe es gemockt. Damit ihr aber wisst, wie dieses Fahrzeug mal aussah, ungefähr, habe ich euch hier die 2405 noch dazu gepackt, unseren Horch 901. In diesem Anthrazitgrau habe ich euch auch schon vorgestellt. Video findet ihr oben auf dem i. Generell gab es 4 Versionen vom Horch bei Kobi schon. Diese Version nämlich als 2404 in der Limited Edition mit einer Figur, die so angelehnt war an Herrn Stauffenberg. Und auch zum DAK Horch gab es eine Limited Edition, die 2255 mit einem Kartentisch und einer extra Figur. Ich fand den DAK Horch etwas zu langweilig und habe ihn dann aus meiner kleinen Restekiste von Kobi gemockt, denn so ein Fahrzeug mit einem Flak MG
oder ja, Selbstverteidigungs-MG gab es wirklich. Ebenso habe ich die Front hier verändert, denn normalerweise ist hier vorne eine Noppel zu sehen, seht ihr da. Da habe ich einfach eine Teil drauf gemacht und hier die zwei Noppen. Also ich habe hier quasi so in die Löcher der eigentlichen Plate hier das drauf gesteckt. Da seht ihr es. So sieht es ja eigentlich aus und in die Löcher habe ich hier die Tubes reingesteckt, damit wir so ein bisschen diesen Stoßfänger, diesen Bumper vom Horch, habt ihr am Intro ja vielleicht gesehen, hinbekommen. Dann fand ich irgendwie, dass dieser Kühlerknauf hier oben, finde ich irgendwie besser, wenn das in einer anderen Farbe ist. Deswegen habe ich hier einen grauen noch genommen, hier oben drauf. Habe hier so ein kleines C-Claim reingemacht und einen Helm mit einem dieser typischen Griffe, die man so aufnoppen kann mit einem Stud. Habe ich mir gedacht, finde ich irgendwie ein bisschen dynamischer, wenn etwas am Fahrzeug dranhängt. Und hinten hier die Persenning habe ich zugemacht mit diesen Kobi Slopes und natürlich dann hier das MG. Denn sonst sieht das Fahrzeug eigentlich genauso aus wie dieses Fahrzeug hier, nur halt in Tan. Also ihr seht es hier, die Fahrzeuge sind ziemlich gleich, sonst wäre es auch kein 901er. Also Kobi hat da nichts verändert, einfach nur hier in dem Tan-Ton von Kobi, den Sandton, dass wir hier eine DRK-Version haben. Das Coole natürlich, dadurch haben wir diese dreckige, schmutzige Windschutzscheibe, die man natürlich bei vielen anderen Kobi-Modellen auch benutzen kann, wenn ihr mocken wollt. Also somit könnt ihr euer Fahrzeug ein bisschen einen dreckigen Touch verleihen. Keine Angst, ihr bekommt aber auch noch Bilder, wie das Fahrzeug normal aussah, also als originales Kobi-Set, sage ich mal, gleich, wenn ich hiermit fertig bin. Da kommt es zwischen den Abschlussworten ja immer noch mal ein, einer kleinen Fotoshow. Da seht ihr das Fahrzeug in seinem Urzustand. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, dass ich es hier ein bisschen umgebaut habe. Irgendwie finde ich es so dynamischer. Und so ein MG bleibt oft mal über. Es gibt ja von Kobi manche Sets, wo man ja mehrere Versionen von einem Panzer zum Beispiel bauen kann. 25 Minuten, ein kleiner Snack so zwischendurch. Kobi für Anfänger, denn man hat wieder asynchrones Bauen, man hat ja ungerades Bauen. Ihr seht ja hier unten, das Fahrzeug ist jetzt ja hier keine 8 breit oder sowas, denn wir haben ja hier 3 da, 3 unter einer. Also es ist 7 breit nach Adam Riese und Eva Zwerg. Und das mag ich an Kobi halt immer, dieses krumme, das gefällt mir richtig gut. Wir haben dabei natürlich hier die MP4 und unsere Figur, die zeige ich euch auch natürlich dann nochmal in groß. Die ist eigentlich Standard DRK mit Mütze, erschauend, etwas verbissen, aber nicht ganz so böse wie sonst immer und hat eher braune bedruckte Schuhe, keine Rückseite. Also 25 Minuten, der Umbau hier hat länger gedauert, weil ich nicht genau wusste, was ich mache. Es gibt nämlich vom Horch viele verschiedene Umbauten als Kommandowagen und sogar mit einem Doppel-MG, quasi so eine kleine Flakkanzel hinten sogar noch drauf, anders als hier. Aber habe ich euch ja eben gerade bei den Fakten schon erzählt, wie viele Versionen es hier vom Horch gab. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier ein paar Seitenbilderchen, also hier die Seitenansicht von vorne mit meinem Umbau, hier an der Seite der Helm, die Rückseite und eine Draufsicht, sowie natürlich ganz cool hervorzuheben, dass wir hier überall Prints haben. Ja, also es gibt nichts zu meckern, mir gefällt das Fahrzeug, so habe ich einen kleinen Kontrast zur anderen Version hier von Kobi. So, die Figur geht da wieder rein. Auf so Noppen, Kobi-Figuren immer ein bisschen schwierig, kennen wir das Problemchen. Ja, so, die MP noch hier rein. So, die beiden Slopes noch. Und dann bekommt ihr jetzt, wie versprochen, noch ein paar Fotos, quasi Original und Modifikation. Und dann sehen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen, hier die Detailfotos von der originalen Version des Horch 901 des Kobi-Set 2256. Nicht die Modifikation, aber die kommt gleich auch noch und ich habe sogar ein Foto euch ganz zum Schluss angehangen, wo ihr alle Teile seht, die ich für diese Modifikation verbaut habe. Vielleicht habt ihr diese ja auch und vielleicht wollt ihr diese ja auch nachbauen. So könnt ihr das nun. Generell, Freunde, dieses Set habe ich mir gekauft bei buildingbix.de, meine erste Anlaufstelle, wenn es um Kobi geht, einfach aus dem Grund, weil ich mit den Shop-Besitzer sehr gut befreundet bin. Aber das hat auch etwas Gutes für euch, denn es gibt einen 50%igen Rabattcode, der Blockstar heißt, mit dem ihr, wie gesagt, 15% sparen könnt.
Und ich bitte euch, diesen zu benutzen, weil dann gibt es den auch noch länger und ich kann diesen benutzen und auch damit sparen. So haben wir doch alle gewonnen und können uns noch mehr mit schönen Kobi-Steinen eindecken. Ich hoffe auch, ihr hattet jetzt unter den Tannenbaum das ein oder andere Kobi-Set liegen oder habt zur Feierlichkeiten jetzt ein paar Kobi-Sets geklemmt. Denn man hat ja viele freie Stunden jetzt hier um die Feiertage. Und an alle, die arbeiten müssen, weil sie wichtige Berufe haben, vielen, vielen lieben Dank dafür. Euch jetzt noch weiter schöne Stunden und lauschet meinen letzten Worten. Das Motto auf diesem Kanal lautet ja, jedes Set hat eine Geschichte und ich erzähle sie euch. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man schon einmal das Thema behandelt hat, aber hier in diesem Falle haben wir das Fahrzeug hier in beige und ich habe es umgebaut. Und mein Appell an euch ist wirklich, wenn ihr auch eine kleine Kobi-Gruschelkiste habt, versucht doch auch eure Fahrzeuge ein bisschen umzumodden, umzumocken, damit es vielleicht besser noch an die Realität rankommt oder es euch besser gefällt, so wie ich in diesem Falle hier mit diesem kleinen 901er. Spaß gemacht hat der Bau, ein kleiner Snack für zwischendurch. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal Kobi generell probieren wollt, fangt doch einfach klein an mit den Fahrzeugen. Und auch gerade diese hier haben nicht ganz so viele Formteile wie vielleicht die Youngtimer. Und generell horcht die alte Audi-Marke ja wirklich eine tolle, interessante Geschichte. Ja, ich wünsche euch schöne Feiertage, lasst euch reich beschenken. Lasst doch gerne ein Abo da bei diesem Kanal, so könnt ihr nämlich mich beschenken. Und einen Kommentar und einen Daumen hoch, darüber würde ich mich sehr freuen. Bleibt gesund! Wir sehen uns. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.